Vor tausenden Jahren existierte auf diesem Planeten eine fortgeschrittene Spezies, die eine atlantische Zivilisation und möglicherweise eine interplanetare Gemeinschaft errichtete. Sie beherrschten die Raumfahrt und alles, was dazugehört. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die genetischen Codes der damaligen Hominiden manipulierten, die zu Homo sapiens wurden, um sie zu zwingen, als Sklaven für sie zu arbeiten. Wenn sie wüssten, dass diese Geschichten von Marientafeln, Mahabharata, Bhagavad Gita, indischen Eindringlingen, tibetischem Totenbuch, ägyptischem Totenbuch, auch bekannt als Buch des Hinausgehens bei Tage stammen, wisset, dass die Enuma Elish, die 7 Schöpfungstafeln, das Epos von Atrahasis, der Mythos von Adapt, wenn ich all diese Texte, die überwiegend den Großteil der Bibel ausmachen, betrachte, dann würden wir sagen, was predigt ihr uns da? Das ist alles erfunden. Das sind alles Lügen. Und wir wissen, dass in den Smaragdtafeln, die mein Buchbegleiter der Smaragdtafeln sind, die Mehrheit der Lehren Jesu im Neuen Testament direkt von den Smaragdtafeln des Tod stammen, die 36.000 bis 38.000 Jahre alte Lehren sind. Ich möchte unseren Champion Billy Carson in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Billy? Hey, super, wieder hier zu sein. Danke, dass ich nochmals in eurer tollen Show sein darf. Danke, dass du wieder da bist, Bruder. Unser letztes Gespräch war ein Hit. Wir haben die Million geknackt und sind bei 1,2 Millionen. Die Leute lieben es offenbar, wenn wir uns unterhalten. Ich glaubte, wir hatten das bereits gebucht. Wir meinten, weiterreden zu müssen, doch dann explodierte es förmlich, Mann. Die Leute sind total begeistert. Es ist fantastisch. Wir verbreiten diese Infos. Ja, hört zu. Das Wichtigste ist, dass die Leute anfangen, diese Informationen zu hören, damit sie selbst zu Forschern werden können und auch es verdauen, unterscheiden und selbst entscheiden können, basierend auf den gegebenen Informationen. Wie empfinden Sie es? Welche Gefühle ruft es in Ihnen hervor? Welche Erkenntnisse können Sie daraus ziehen? Das ist echt großartig, Mann. Also seitdem das letzte Mal, als wir unser Gespräch hatten, hatte ich die wunderbare Gelegenheit, nach Europa zu fliegen und etwas Zeit in Italien zu verbringen. Also zuerst einmal zu viel Gelato und viel zu viel Cappuccino und all die Köstlichkeiten dort. Aber während ich dort war, nutzte ich die Gelegenheit, den Vatikan und die Vatikanstadt zu besuchen. Und es war wirklich eine augenöffnende Erfahrung, denn ich besuchte die Vatikanischen Museen, die sind ehrfurchteinflößend, ist fast Untertreibung. So, unglaublich, viel Zeug im Museum. Für Leute, die noch nie dort waren, ich nehme an, du warst einer davon. Es gibt so viele Skulpturen, dass sie buchstäblich nebeneinander gestapelt sind. Raum um Raum ist voll davon. Sie stehen dicht beieinander. Normalerweise wäre jedes Stück ein Höhepunkt in einem anderen Museum. Genau, genau. Ja, ja. Sie haben die Qual der Wahl? Und das sind die Worte. Das war ein Überfluss an Schätzen. Man geht hin und denkt sich, oh, das hat Raphael gemacht und oh, das hat Donatello gemacht, oh, Michelangelo hat diese Kuppel gemacht. Und dann kommt man zur Sixtinischen Kapelle. Ich war erschöpft, als ich zur Sixtinischen Kapelle kam. Ich war einfach so, was? Oh, schön, weil es viel ist. Es hat mir sofort die Augen geöffnet. Ich dachte nur, wow, wie haben Sie all diese Sachen hierher gebracht? Es ist nicht nur christliches, sondern auch ägyptisches Zeug. Mesopotamische Objekte. Ich meine wirklich, das ist purer Wahnsinn. Und dann betrittst du den Petersdom und du bist nur erstaunt. Es ist die größte Kirche, in der ich war. Und es scheint, als ob jede Ecke. Du denkst einfach, in jeder Ecke gibt es Meisterwerke von Michelangelo, Donatello, all diesen Leuten. Und oh, da ist die La Pietà. Und du betrachtest all diese Sachen und ich weiß nicht, ob du die Gelegenheit hattest. Warst du unten in den Katakomben? Nein, ich habe die Katakomben dort nicht besucht. Ich war in den Katakomben von Alexandria, aber die Katakomben in... Nein, die Katakomben im Petersdom sind, wo alle Päpste sind. Ich bin also hinabgestiegen, wo alle Päpste sind, umrundete eine Ecke und es ist die Ruhestätte des heiligen Petrus, als wären es die Apostel. Verrückt. Es war wahnsinnig. Während ich das alles durchlebte, war mein Hauptgedanke, und ich würde gerne deine Meinung dazu hören, dass das wenig damit zu tun hat. Das Ganze hat so wenig mit den Lehren Jesus Christus, dem Menschen, zu tun und dreht sich so sehr um ihre eigene Macht, ihren eigenen Einfluss und darum, diese Macht und diesen Einfluss über die Welt zu erhalten. Was denkst du darüber?
Oh, du triffst den Nagel auf den Kopf. Katholizismus hat wirklich nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun. Das Erreichen eines höheren Bewusstseins oder Christusbewusstseins geht, es dreht sich wirklich alles um sie. Und selbst, wie zum Beispiel der Papst oder der Priester der katholischen Kirche, wo auch immer du auf der Welt bist, soll das der Kanal sein, der quasi Gott in Menschengestalt ist. Wir wissen, dass wir alle Götter sind und Gott in uns ist, doch sie glauben wahrhaft auf einer anderen Ebene zu sein, als wären sie der eigentliche Schöpfer des Universums. In einer Denkweise der Dominanz, nicht der Zusammenarbeit. Und genau da geht es dann wirklich bergab. Und dann viele ihrer Regeln und Gesetze und ihre Traditionen drehen sich nur um Einnahmen zu erzielen. Zum Beispiel, sie betreten den Raum, erkennen an, dass sie etwas Unrechtes getan haben und man sagt ihnen, dass sie dafür Buße tun müssen. Sie erfüllen diese Buße in der Hoffnung, dass sie von ihren Sünden reinwaschen wird. So verfestigt sich in ihrem Denken die Vorstellung, ich kann draußen beliebig handeln, trinken, Zeit verschwenden, sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe führen. Ich kann gegen sämtliche Gebote des Christentums verstoßen, solange ich nur hierher zurückkehre, mit dem Priester hinter dem Beichtschirm spreche und meine Buße tue. Ich zahle einfach etwas Geld und alle meine Sünden sind vergeben und ich kann losziehen und alles wiederholen. Das kann ich jede Woche machen. Jetzt muss ich mich für meine Konsequenzen nicht verantworten. Ich kann mich wirklich gehen lassen. Ich kann mich aufführen, als wäre es der wilde Westen auf den Straßen. Und dann kann ich fluchen, so viel ich will, und einfach zu diesem Typen gehen und reden. Sie haben also ein System geschaffen, in dem sie Einnahmen und Geld generieren, in dem sie die Leute dazu verführen, zu glauben, dass sie sich tatsächlich von ihrer eigenen Verantwortung, von ihren eigenen Handlungen durch zusätzliches Geld freikaufen können. Jemandem hinter verschlossenen Türen gestehen. In einem weiteren Beispiel befand ich mich in Neapel und besichtigte eine der zahlreichen Katakomben dort. Ich kam mit dem Führer ins Gespräch und wer also, was ist das hier und wem gehört es? Alles Christliche, was in Italien gefunden wird, ist automatisch Eigentum des Vatikans. Sie haben es gerade entdeckt und es wird automatisch Eigentum des Vatikans. Als sie es fanden, und das ist so interessant, riefen sie sofort den Vatikan an, so nach dem Motto, hey, wir haben diese Katakomben entdeckt. Wir möchten es für die Öffentlichkeit öffnen und Führungen anbieten. Die Reaktion war, ja klar, macht, was ihr wollt. Alles gut, kein Problem. Jahre später sagt der Vatikan, oh, die machen ja Profit damit. Also gingen sie wieder zu ihm. Das ist direkt aus dem Mund des Führers. Ja, jetzt müssen wir zahlen. Das Geld von den Eintrittskarten für die Katakomben fließt in soziale Programme für Neapel. Das umfasst Nachmittagsprogramme, künstlerische Schulangebote und Kinderprojekte. Dies sollte öffentlich bekannt gemacht werden. Als der Vatikan Geldbedarf erkannte, sagte er, gut, da nun Einnahmen erzielt werden, zahlt uns jährlich 3 Millionen Dollar Lizenzgebühr plus 50% der Ticketverkäufe. Wow. Machen Sie Witze und dann, wenn man durch den Vatikan geht, denkt man sich, es ist buchstäblich Gold an den Wänden. Hat nichts mit Jesus zu tun. Es ist wirklich verrückt zu sehen, dass der Vatikan ein eigenständiger Privatstaat ist. Ja, genau. Sie erschaffen ihre eigenen Regeln und Vorschriften spontan und sie können ein Gesetz oder eine Regel morgen oder in 5 Minuten ändern und dann muss sich jeder daran halten. Weißt du, was lustig ist? Ich stieg vom Vatikan aus in ein Taxi zurück. Zurück zu unserer Unterkunft. Der Taxifahrer war ein Einheimischer. Wir kamen auf den Vatikan zu sprechen und er fing echt an, sie zu zerreißen. Als italienische Staatsbürger müssen wir zahlen und ihnen jedes Jahr Geld geben, selbst wenn wir nicht in der Vatikanstadt leben. Sie zahlen keine Steuern und kontrollieren im Grunde noch Italien. Hinter den Kulissen herrscht absolute Macht. Ein Mädchen verschwand im Vatikan. Die Familie sucht noch immer nach ihr. Doch wer dort verschwindet, für den ist es oft zu spät. Man ist einfach verschwunden. Es war faszinierend, welche Macht dieser Ort hat. Darüber brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Die Archive. Die Archive. Die Bücher, das Wissen, das sie über Jahrhunderte hinweg aus Alexandria vor oder nach seiner Blütezeit geraubt und geplündert haben. Und all die Bibliotheken. Was hast du darüber gelernt?
in den Archiven des Vatikans. Es handelt sich um etwa 8 Kilometer an unterirdischen Archivgängen und sehr gesicherten Zugang. Mit anderen Worten, man kann nicht einfach sagen, ich gehe mal eben die Archive unter der Erde anschauen. Nein, man muss sicherheitsüberprüft, fast schon auf dem Niveau von streng geheim, nach ihren Maßstäben, um dort hinunterzukommen. Aber sie haben dort so viele unglaubliche Entdeckungen, so viel Wissen und Weisheit, die buchstäblich aus aller Welt gestohlen wurden. Und natürlich die Bibliothek von Alexandria, das war ein Buchraub. Das Feuer war nur eine Ablenkung. Die wahre Geschichte von Alexandria, es war ein Buchraub. Es war ein Diebstahl von Wissen. Sie haben das Wissen gestohlen. Sie ließen ein paar Bücher hier brennen und dann haben sie es bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Aber der Großteil des Wissens und der Weisheit von Alexandria wurde abgezweigt und in jenes Untergrundversteck gebracht. Ich nenne es eine unterirdische Basis im Vatikan. Dort unten, sogar nach Aussage einiger Jesuiten, befinden sich die Knochen von tatsächlichen, in Anführungszeichen, außerirdischen Wesen, Informationen über fortgeschrittene Wesen, die diesen Planeten besucht haben, die Anunnaki nach den Dogon, die Nomo und die Sumerer nennen sie das Pantheon, nennen sie das Anunnaki-Pantheon aus Sumer, sie nennen sie die Netiru aus Hatten. Sie besitzen all diese Reliquien und Artefakte von diesen speziellen Personen, sogar aus Griechenland. Sie haben all das dort unten. Sie verfügen über Informationen, sogar aus dem Irak, die belegen und beweisen, dass hochentwickelte Rassen lange vor dieser gegenwärtigen Zivilisation hier auf diesem Planeten lebten. Wir sprechen von Äonen und Äonen zurück, extrem fortschrittlich, mit Technologien und Fähigkeiten des Fliegens und allem anderen, Kriegswaffen, die existierten. All diese Informationen sind unterhalb des Vatikanarchivs gespeichert, zusammen mit einigen der unglaublichsten Texte und Bücher und Erfindungen, die jemals auf diesem Planeten existierten. Und sie zapfen es ab und horten all diese Weisheit und all dieses Wissen, damit sie Kontrolle und Macht und Herrschaft über die Welt behalten können. Und stellen Sie sich vor, es klappt. Also das war meine nächste Frage. Der Grund dafür ist, wenn du die Informationen kontrollierst, kontrollierst du das. Wenn die Öffentlichkeit unwissend ist, lässt sie sich viel leichter kontrollieren. Ja, wenn die Öffentlichkeit wüsste, dass es lange vorher Jesus, lange vor Moses und all diesen angeblich Geborenen oder Existierenden, wussten schon Tausende von Jahren vor ihnen, dass eine fortgeschrittene Rasse auf diesem Planeten lebte, eine atlantische globale Zivilisation aufbaute, wahrscheinlich sogar eine atlantische interplanetare Zivilisation, die über die Fähigkeit zur Raumfahrt und alles Weitere verfügte und dass sie höchstwahrscheinlich die vorhandenen Hominiden genetisch modifizierten, woraus dann der Homo sapiens sapiens wurde, um uns alle in die Sklaverei zu zwingen und uns die Arbeit für sie erledigen zu lassen. Wenn sie wussten, dass diese Geschichten von sumerischen Tafeln, dem Mahabharata, der Bhagavad Gita, indischen Veden, dem tibetischen und ägyptischen Totenbuch stammen, bekannt als das Buch des Herausgehens bei Tage, wüssten sie, dass die Enuma Elish, die 7 Schöpfungstafeln, das Epos von Atrahasis, der Mythos von Adapa, wenn all diese Texte, die einen Großteil der Bibel ausmachen, dann würden wir sagen, was predigt ihr uns da? Das ist alles erfunden, das sind alles Lügen. Und wir wissen, dass in den Smaragdtafeln, die mein Buchbegleiter der Smaragdtafeln sind, die Mehrheit der Lehren Jesu im Neuen Testament direkt von den Smaragdtafeln des Tod stammen, die 36.000 bis 38.000 Jahre alte Lehren sind. Sie müssen also kontrollieren, verbergen und sichern Beweise für diese Infos und Wissen nutzen, um Menschen in Unwissenheit zu halten, damit sie Kontrolle ausüben und Geld stehlen können. Und das ist das Seltsamste. Während ich gefahren bin, weißt du, ich war in Rom. Ich habe in Rom gewohnt, als ich in den Vatikan ging, und dann war ich die Straße runter vom Kolosseum und konnte das Kolosseum sehen. Siehst du, römisch, Rom ist überall. Wie Rom, 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 römisch, überall Sachen. Und Mann, ich will nicht unwissend klingen, Mann, aber es war das erste Mal, als ich in den Vatikan ging und es mit Rom in Verbindung brachte. Ich war so, Moment mal, römisch-katholische Kirche? Ich habe nie den Zusammenhang gesehen, römisch, wie im Sinne des Römischen Reiches, zum Katholizismus, obwohl sie immer römisch-katholische Kirche genannt wurde. Ich habe das einfach nie verbunden. Und das war das erste Mal, dass ich so, wow, oh mein Gott, das stimmt. Konstantin, oh Gott, er berief 325 nach Christus das Konzil von Nicäa ein. Sie sind es, die sich setzten und sagten, okay, diskutieren wir, was Jesus wirklich ist. Sie schufen quasi die Mythologie beim Konzil von Nikäa, nicht wahr? Ja, das Konzil von Nicäa kam zusammen und schuf die Mythologie. Sie haben der Geschichte hinzugefügt. Sie haben aus vielen alten Texten und Tafeln geschöpft und dann dieses Buch zusammengestellt, das Sie als kanonisierte Bibel bezeichnen wollen. Richtig. Also haben Sie hier ein Stück genommen
dort von dieser Tafel, jener Tafel, dieser Schrift, jenem Papyrus, diesem nicht handelbaren Stück. Wir mögen das, was aus diesem Text hervorgeht, und dann haben sie alles irgendwie zusammengeführt und neu gemischt, ihren eigenen Dreh hinzugefügt und sichergestellt, dass die Sklaverei gebilligt wurde. Okay, genau, das wollen wir da einfügen. Müssen sicherstellen, dass die Sklaverei gebilligt ist, denn Menschen haben sich gegenseitig versklavt, schon bevor es schwarze Sklaven gab. Ich spreche von der Antike. Sklaverei gab es bereits in Ägypten. Das ist nichts Neues. Ja, und dann hattest du das. Und natürlich, wir wollen viel Geld sammeln, also müssen sie uns bezahlen. Wir müssen sicherstellen, dass wir das Geld bekommen. Ihr müsst zahlen, versteht ihr? Und ihr müsst die Arbeit verrichten und die Opfergaben bringen, denn wir werden nicht selbst auf die Jagd gehen und Farmen bewirtschaften und was nicht alles. Also ihr müsst uns diese Opfergaben bringen. Wir wollen sie fertig zubereitet. Also sorgt dafür, dass es ein Brandopfer ist. Stellt sicher, dass das Blut abgelassen ist. Stellt sicher, dass es gesund für uns ist. Bringt uns eure frischesten Erzeugnisse, eure Erstlingsfrüchte, denn wir begehren das frischeste Obst und das knackigste Gemüse. Wir lehnen abgestandene Ware ab. Wir fordern euer frischestes Getreide und das duftendste Brot. So brachten die Menschen ihre Gaben zur Kirche und spendeten sie, samt den wenigen Münzen, die sie noch besaßen. Diese Leute lebten in Saus und Braus, indem sie ihr Wissen über die Vorgänge ausnutzten und die Menschen im Glauben hielten. Sie besäßen göttliche Macht und Weisheit, obwohl sie in Wahrheit, wie ich sie nenne, hochrangige Zuhälter waren. Mann, die Unwissenheit der Leute. Man kann ihnen kaum Vorwürfe machen. Doch fragt man sich, wie so viele Menschenmassen aufstehen und darauf hereinfallen. Es passiert eben. Aber man muss bedenken, wie das Konzil von Nicäa mit Rom vorging, um das Christentum zu etablieren. Rom beschloss, mit dieser Religion zu herrschen. Also vermischten sie ihre Glaubensvorstellungen mit dem Christentum, weil sie spürten, dass eine Trennung zu vielen Konflikten führte. Zwischen den Parteien herrschte Zorn, jeder wollte Konfrontation. Weißt du was? Wir kombinieren es. Unser Zeug fügen wir zu ihrem hinzu, zur Staatsreligion machen. Wo sie unruhig wurden, da sprach Konstanze: Seht her, ich werde Christin sein. Ich werde Christin. Lasst uns das gemeinsam machen, Leute. Ich werde Christin sein. Kommt herüber. Wir ernennen einen Papst. Der Papst spricht jeden Tag mit Gott. Die Bischöfe sprechen alle paar Tage mit ihm. Die Kardinäle, sie sprechen vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat mit ihm und die Priester sprechen ab und zu mit ihnen. Aber es ist eine geordnete Sache. Aber wir sind bei euch, denn die Christen begannen etwas über die Stränge zu schlagen. Also mussten sie kontrolliert werden. Ja, sie müssen kontrolliert werden. Wenn man sie nicht besiegen kann, verbündet man sich eben. So denkt man, oder? Wir mischen etwas von unserem mit ihrem. Wir bringen alles durcheinander und mixen es neu. Aber jetzt der Kniff. Als Rom seinen globalen Feldzug führte, zielte es darauf ab, die Welt zu beherrschen und zu erobern. Wo die Römer auch hinkamen, pflanzten sie das katholische Christentum ein. Doch so geschah es wirklich. Viele glauben, das Christentum habe sich durch Liebe und die frohe Botschaft verbreitet. Nein, es verbreitete sich durch Vergewaltigung, Blutvergießen, Mord, Kreuzzug. Kamen sie in deine Stadt, nahmen sie Frauen und Kinder gefangen. Sie würden den Anführer des Dorfes oder was auch immer nehmen. Sie würden zeigen, dass ihr euch uns unterwerfen, dieser Religion folgen, unsere Sprache sprechen werdet. Und sie würden jemanden zum Exempel statuieren, woraufhin alle anderen nachziehen würden. Und wenn sie es nicht taten, dann würden sie sagen, okay, wir werden euch viele dieser Folterinstrumente geben. Sie hatten den Papstspeer, der auch heute noch in Museen zu finden ist, der in die intimen Teile einer Frau gesteckt und dann im Inneren zum Explodieren gebracht wurde. Sie hatten diese dreieckige Pyramide mit einer Spitze oben und sie würden einen Mann daran auf- und abziehen und immer wieder in sein Hinterteil eindringen lassen, bis er starb. Und all diese Foltermechanismen, sie folterten und töteten über 80 Millionen Menschen im Laufe von 700 Jahren. Im Auftrag der Päpste, um Liebe und Frieden im Christentum rund um den Planeten zu verbreiten. Doch geschieht dies wieder mit Roms Autorität, also weltweite Eroberung, um es zu verbreiten und Geld zu sammeln. Alles wurde durch Blut und Folter erreicht, nicht durch Liebe und Frieden. Liebe deinen Nächsten und behandle andere so, wie du nicht behandelt werden möchtest. Aber vergiss nicht, einen Scheck, Bargeld oder Venmo mitzubringen. Ich erinnere mich nicht, dass Jesus das sagte. Es ist faszinierend. Sie sehen all das, wenn Sie hineingehen. Also übrigens, ich weiß nicht, wie viele Kirchen ich betreten habe, aber wahrscheinlich 30 Kirchen, denn sie sind überall in Italien. Wie? Man kann nicht, wohin man auch schaut. Da ist eine riesige Kirche und dann, 2 Straßen weiter, schon wieder eine Kirche. Überall sind Kirchen. Und in jede einzelne Kirche, in die ich hineingegangen bin, egal wie unscheinbar sie von außen aussah, tritt man ein
Meisterwerke an den Wänden, an den Decken, einfach überall. Es war, egal wohin man kam, es war nicht wie hier in den Staaten. Hier betritt man manche Kirchen und sie sind sehr schlicht. Und es gibt keine schlichte Kirche in Italien. Also wenn du als ein einfacher Laie vom Lande zum Petersdom pilgerst und du verstehst rein gar nichts davon. Du musst glauben, dass Gott hier ist, denn es ist einfach so. So unglaublich großartig. Ich betrachte mich als gebildet und war beim Betreten einfach überwältigt. Man ist vom Anblick beeindruckt. Ich könnte sagen, wow, wüsste ich es nicht besser. Man könnte leicht darauf reinfallen. Und dann wollen wir nicht mal die Marketingkampagne erwähnen, jeden großen Meisterkünstler der letzten 500 Jahre zu engagieren. Deshalb siehst du in Museen auch immer, meistens jedenfalls, immer Jesus oder irgendeine religiöse Darstellung, weil der Vatikan das alles bezahlt hat, nicht wahr? Liege ich richtig? Genau. Oh, absolut. Weißt du, sogar das Bild von Jesus wurde geändert in das Gesicht, das weltweit bekannt wurde. Das war tatsächlich Caesar Borgia, der tatsächlich einer der Söhne eines echten Papstes war und seinen eigenen Bruder ermordete, um seinen Platz einzunehmen. Dieser Kerl war einfach ein böser, brutaler, mörderischer Herrscher. Sein Vater beauftragte den Künstler, ihn sein Bild als das Bild Jesu zu malen. Und dieses Bild verbreitet sich noch heute über den ganzen Planeten. Das Bild, zu dem viele Menschen beten, ist also nicht der Jesus, den sie zu kennen glauben, sondern tatsächlich ein geborener Mörder. Das ist korrekt, denn es war tatsächlich nur Propaganda, die zu jener Zeit verbreitet wurde. Meisterwerke der Malerei und Fresken und dergleichen, das war die Propaganda der damaligen Zeit. Das war alles. Die einzige Chance, solche Botschaften zu verbreiten, wegen jenes Künstlers. Sie haben diese Bilder. Aber im Allgemeinen, wenn sie weit genug zurückgehen. Jesus war kein weißer Mann mit blauen Augen. Das ändert nichts. Er war einfach nicht, oder? Ja, er war kein weißer Mann mit blauen Augen. Du kennst die Beschreibung. Er hatte bronzene Füße und lockiges, krauses Haar. Also sprichst du eindeutig von jemandem, der aussieht, als käme er aus dieser Region, was wirklich die nördliche Spitze Afrikas ist, auch bekannt als Arabien in dieser Gegend. Und ich war natürlich jetzt schon dutzende Male dort. All diese Menschen, die Einheimischen, sie sehen alle gleich aus. Tatsächlich, wenn ich dort bin, sagen sie, du bist mein Bruder. Du bist mein Bruder. Natürlich, wenn sie mir etwas verkaufen wollen, bin ich dein Bruder. Natürlich, aber du verstehst es wirklich. Er war zwar kein Weißer mit blonden Haaren und blauen Augen, aber dieses Bild hat sich tief eingeprägt und verwurzelt. Es wurde in die Köpfe eingebrannt. Eine beeindruckende Marketingkampagne bei angewandten Neurowissenschaften. Dieses Bild ist in die Gehirne eingebrannt, bevor Menschen gezeugt werden. Sie kommen zur Welt und suchen instinktiv danach. Eine großartige Marketing- und Propagandakampagne entstand mit diesem Bild. Es hat sich tief in die Köpfe der Menschen eingebrannt und ist fest verankert. Ich meine, betrachten Sie das mal. Das Bild vom Weihnachtsmann entstand eigentlich durch eine Coca-Cola-Werbekampagne. Das ist der Weihnachtsmann, den wir alle kennen. Das Bild vom fröhlichen alten Mann mit dem großen weißen Bart. Dieses Bild wurde doch von Coca-Cola erschaffen, oder? Es verbreitete sich weltweit. Nun ist das Bild von, sagen wir, Sankt Nikolaus. Ja, genau. Es begann tatsächlich in Großbritannien mit einem Herrn und dann hat Coca-Cola es quasi übernommen und zu dem gemacht, was ihnen gefiel, so wie sie es haben wollten. Ein molliger Kerl war anfangs ein schlanker Typ, aber sie haben es übernommen und zu dem gemacht, was sie wollten. Aber es hat sich wieder durchgesetzt, wie du sagtest. Es ist exzellentes Marketing, beeindruckende Propaganda, subtile Informationen und Botschaften, die ins Genom eingeprägt und von Generation zu Generation vererbt werden. So erging es auch der Jesus-Figur. Sein Name war nicht Jesus, sondern Jeschua. Ja, das ist sein wahrer Name. Also gut, der Buchstabe J ist eine neuere Erfindung. Er existierte bis vor kurzem nicht. Wenn wir also über den Namen Jesus sprechen, was ist sein wahrer Ursprung? Bei genauerer Betrachtung des Ursprungswortes und Rückgriff auf alte Sprachen stellt sich heraus, es bedeutet Heil Zeus. Die Menschen, die den Namen Jesus ständig anrufen, bitten also eigentlich Zeus um Hilfe, was tatsächlich ein umgewandelter Name aus dem sumerischen Pantheon wird angerufen. Sie rufen also Enlil an, nicht den Sohn des Schöpfers des Universums. Und genau deshalb funktionieren viele Gebete nicht.
Die Menschen verstehen nicht die Macht der Sprache, das Anrufen von Namen und die kymatischen Frequenzen, die dabei entstehen. Wenn man dann völlig ahnungslos ist, was die eigenen Worte wirklich bedeuten, ist es kein Wunder, dass täglich unzählige Gebete auf der ganzen Welt ins Leere gehen. Aber andererseits betrachten Sie täglich den Zustand der Welt. Man sieht deutlich, wenn jemand ein positives Ergebnis hat, ist es meistens wohl nur Glück. Und ich weiß, dass dieses Gespräch wahrscheinlich einige aufregen wird. Und ich bin ein genesener Katholik. Ich sage schon seit geraumer Zeit, dass ich ein genesener Katholik bin. Also, ich habe das alles miterlebt, war auf der katholischen Schule, hatte mit den Nonnen zu tun, das ganze Programm. Und ich hoffe einfach, dass dieses Gespräch ein Interesse weckt, es selbst zu erforschen. Nichts von dem, was wir hier sagen, ist nicht auf eigene Faust nachprüfbar. Und ihr könnt selbst nachforschen. Und lest nach. Ich meine, schaut meinetwegen einfach auf Wikipedia nach. Lest einfach über das Konzil von Nicäa. Ihr beginnt einfach, es auf Wikipedia zu lesen, was zwar nicht perfekt ist, Forschung. Also, wenn ihr euch damit beschäftigt, denkt ihr plötzlich, Moment mal, so ist das wirklich passiert. Also, die Bibel ist nicht direkt Gottes Wort. Es war eine Gruppe von Leuten, die sich zusammengefunden haben und bestimmte Texte wie das Buch Henoch weggelassen haben, weil sie nicht ins Konzept passten. Auch die Lehren der Reinkarnation wurden ausgelassen, denn wenn Menschen an die Wiedergeburt glauben, lassen sie sich nicht so leicht kontrollieren. All diese kleinen Ideen. Aber man muss selbst recherchieren. Ich hoffe, das entfacht ein wenig Interesse, damit die Leute das tun. Und bevor wir weitermachen, möchte ich noch etwas hinzufügen. Ich möchte, dass die Leute verstehen, ich bin kein Atheist. Ich glaube an einen Schöpfer des Universums, denn die Quantenphysik beweist, dass wir in einer Schöpfung leben. Das lässt sich nicht bestreiten, daran gibt es keinen Zweifel. Wir leben in einer programmierten, holographischen Lichtmatrix. Das ist eine Methode, die in dieser Schöpfung genutzt wird. Wir sind mittendrin. Sie entstand durch eine Entität, ich glaube an Gott. Ich glaube einfach, dass die biblische Version nicht speziell vom Schöpfer des Universums spricht. Ich denke, das sind Menschenworte über Menschen, die so manipuliert wurden, dass sie Gott darstellen. Und tatsächlich ist das Wort Gott in der Bibel absichtlich versehentlich falsch übersetzt. Das ursprüngliche Grundwort dafür ist Götter mit einem S. Und überall, wo du Gott im Singular siehst, sollte eigentlich ein S am Ende stehen. Es gibt also so viel mehr dahinter. Es wurde so sehr vom Menschen verfälscht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Gott gibt. Doch auch hier ist es wichtig, alles genau zu prüfen, vor allem wenn es um Erkenntnisse geht, die ewige Tragweite haben. Man sollte jedes Detail kennen und nichts ungeprüft akzeptieren. Man darf sich nicht nur auf das Wort eines Redners verlassen, sondern muss selbst zum Experten werden, denn es betrifft unsere eigene Ewigkeit, nicht wahr? Und dann das Problem, das viele mit deinen Worten haben. Sie sagen, meine Eltern, der nette Herr Priester und meine ganze Familie haben es mir so erzählt. Hör zu, wenn alles getan ist. Forsche selbst und verbinde dich auf deine Weise mit dem Schöpfer. Wenn es dir hilft, täglich in Gemeinschaft zur Kirche zu gehen und zu beten, dann ist das wunderbar und schadet niemandem. Hey, mach dein Ding. Aber wenn du auch nur ein wenig an diesen Ideen interessiert bist, versuche selbst nachzuforschen. Es könnte unangenehm werden. So war es jedenfalls für mich, als ich begann, diese Pfade zu erforschen. In meinen Zwanzigern meinte ich. Als ich begann, indische Philosophien zu lesen und einfach um die Welt zu reisen und anderen Religionen zuzuhören, dachte ich mir, naja, sie können nicht alle richtig und nicht alle falsch sein, da muss etwas dran sein. Das startete meine heutige Reise. Ich hoffe aber, dass die Leute verstehen, wir kritisieren nicht nur die katholische Kirche, obwohl sie Kritik verdient, für viele der von ihr begangenen Gräueltaten in ihrer Existenz. Ich möchte, dass du dir bewusst wirst, was geschieht und die Bedeutung von Sendungen und Informationen wie diesen erkennst. Meine Arbeit ist es, diese zu verbreiten, damit Menschen beginnen können zu verstehen. Übrigens, wir starten keine Revolution. Die Leute verlassen die Kirche in Scharen. Ich meine das ganze Ding mit den Priestern und Missbrauch. Sie haben ein Problem. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Meinst du, sie existieren in 2300 Jahren noch? Ich bezweifle es ernsthaft. Nein, das kann nicht sein. Hör zu, es ist zu viel. Sie haben Milliarden für Entschädigungen gezahlt, für Pädophilie und sexuellen Missbrauch. Man kann so nicht weitermachen. Und so, bei dem Tempo, mit dem Sie vorgehen, können Sie nicht mehr lange bestehen. Dennoch besitzen Sie momentan noch viel Macht. Sogar Weltregierungen nehmen Kontakt auf zum Parque Nay.
zum Vatikan, bevor sie in den Krieg ziehen. Viele wissen das nicht. Sie suchen das Gespräch mit dem schwarzen Papst. Nicht ein schwarzer Mann, sondern der schwarze Papst. Er trägt das schwarze Gewand, okay? Er wird als Superjesuit bezeichnet, mit einem besonderen geschworenen Eid, den ich oft online geteilt habe. Vielleicht können wir, wenn wir Zeit haben, den gesamten Eid durchgehen, den Sie ablegen müssen. Er ist ziemlich düster, ein düsterer Eid, direkt von Ihren Informationen, also nicht erfunden oder im Internet ausgedacht. Und was interessant ist, Weltregierungen und Supermächte nehmen Kontakt auf, sie erbitten und erhalten Kriegsgenehmigung vom schwarzen Papst der Superjesuiten. Stellen Sie sich diese Machtart vor. Stellen Sie sich diese Macht vor. Viele wissen nicht, dass es einen schwarzen Papst gibt, noch was das bedeutet. Doch sucht man danach und erforscht seinen Eid, offenbart sich eine düstere Welt. Sie werden sich innerlich unwohl fühlen, so düster ist die Situation. Lassen Sie mich Sie fragen, wir sprachen ein wenig darüber, die großen Pyramiden in Ägypten, Tempel, Pyramiden und solche Dinge. Bevor wir uns etwas tiefer damit beschäftigen, haben Sie sich mit etwas in Indien befasst? Den Tempeln. Denn die Tempel und archäologischen Stätten in Indien werden in diesen Gesprächen nicht so häufig thematisiert. Es ist stets große Pyramiden, aber auch Pyramiden in Japan, in China, in anderen Gebieten. Kehren wir natürlich jetzt zu Tepe zurück. Aber allgemein gesagt, ich höre nicht viele Gespräche über Indien. Aber dort gibt es einige bemerkenswerte Tempel, archäologische Stätten, Informationen in diesen Tempeln, wie manche dieser Dinge hergestellt wurden, ist absolut verrückt. Also, welche Informationen haben Sie über hinduistische oder indische Tempel sowie Städte und archäologische Stätten? Ja, es läuft fantastisch. Ich arbeite an einer neuen Fernsehshow namens Anunnaki Geschichte auf Forbidden Knowledge TV. Wir sind gerade in den Anfangsphasen der Dreharbeiten. In einer meiner Episoden werde ich verschiedene Elemente zusammenführen. Die Kailash-Tempel in Indien. Der Kailash-Tempel ist buchstäblich ein Berg, der von außen nach innen herausgemeißelt wurde. Oh ja. Sie starten von der Außenseite. Wenn der erste Schnitt um 1 Millimeter abweicht, ist eine perfekte Fertigstellung des Streifens unmöglich. Die unglaublichen Öffnungen, Reliefs, fantastischen Muster und perfekt quadratischen Formen an den inneren Wänden lassen sich nicht realisieren. Das deutet auf eine Art supergeführter Lasertechnik oder Ähnliches hin. Ich werde das dokumentieren, nach Werkzeugspuren suchen und Vergleiche anstellen zwischen den Kailash-Tempeln, Petra in Jordanien, Abu Simbel in Ägypten und den Felskirchen von Lalibela in Afrika. Sie sind alle mit derselben exakten Schnitttechnik und, wie ich glaube, demselben exakten Schneidewerkzeug hergestellt, und bei jeder einzelnen dieser Strukturen dürfen sie beim ersten Schnitt nicht 1 Millimeter abweichen, und deshalb werde ich das dokumentieren und darüber sprechen. Aber diese Tempel in Indien sind einfach, sie sind atemberaubend, wie sie erschaffen wurden, die unglaubliche Liebe zum Detail, bei vielen der gemeißelten Felsen und vielem der Wissen. Nochmal, das sind sie. Meiner Meinung nach sind einige dieser Dinge tausende Jahre alt. Ich glaube, sie sind direkt verbunden mit den Anunnaki, die die atlantische Zivilisation gründeten, je nach ihrem Standort auf der Erde. Sie hatten ihren eigenen, besonderen Stil, dieselbe Bauweise, aber einen eigenen Stil und Aussehen, was die Reliefs und das Design angeht. Und ich glaube, dass Indien ein Ort war, wo sie definitiv unter den Menschen wandelten. Und sie errichteten einige der unglaublichsten Bauwerke, die es auf dem Planeten gibt. Wie du sagtest, kaum jemals erwähnt, aber ich werde nächstes Jahr dorthin gehen, um diese zu dokumentieren, das Ganze zusammenzuführen und die Verbindungen herzustellen. Was interessant ist an den Orten, von denen du sprichst, ich weiß genau, welche du im Sinn hast. Und für die Zuhörer, stellt euch vor, ihr wäret die Erbauer dieser Stätten. Einen Tempel, aber Tempel ist nicht das Wort, das ich nutzen würde. Ihr habt ihn aus einem Berg gemeißelt. Als ein einziger massiver Block, also wirklich massiv. Ich konnte den David sehen. Der David wurde aus einem einzigen Marmorblock gefertigt. Okay. Und das ist verdammt beeindruckend. Ich meine, du sitzt vor dem David, denkst, Jesus, das ist wahnsinnig. Stell dir das mit einem Berg vor. Und dass jedes kleine Detail perfekt geschnitten oder gemeißelt sein muss, weil
Einige Teile im Inneren des Tempels, denn man kann in diese Strukturen hineingehen, die aus dem Berg herausgemeißelt wurden. Stell dir vor, ich versuche nur zu überlegen, also fängt ein Kerl hier oben an zu meißeln und dort zu schlagen und alles ist perfekt. Und wenn sie hineingehen, fangen sie an zu meißeln. Und sie sind nicht zu weit gegangen und haben ein Loch durch das Dach geschlagen oder so etwas. Es ist alles perfekt. Das könnten wir heute nicht. Wenn wir das überhaupt versuchten, alle reden davon, ob wir heute Pyramiden bauen könnten. Könnten sie? Ich bin unsicher. Wahrscheinlich nicht so wie sie, nicht so präzise, nicht mit solch exaktem Ingenieurwesen. Aber das ist eigentlich unmöglich. Es gibt heute keine Technologie dafür. Sind Sie nicht auch dieser Meinung? Man könnte versuchen, 20 oder 80 Tonnen schwere Granitblöcke zu heben, um vielleicht Pyramiden zu bauen. Aber das ist ein großes Vielleicht. Dieses Zeug jedoch absolut. Und es gibt nicht nur eines davon, im ganzen Gelände verteilt. Es ist wirklich ein ganzer Komplex. Sie taten es, weil es einfach war. Verstehst du? Sie wählten den einfachen Weg. Kannst du dir den Aushubprozess heute vorstellen? Wie viel Masse an Fels und Stein müsste man ausheben? Genau. Und wo ist es jetzt? Allein das ist schon ein unfassbares Paradigma. Aber sie konnten es tun und sie konnten es ganz leicht tun. Also ja, ich werde dorthin gehen, um diese Tempel, diese antiken Bauwerke zu dokumentieren und die Verbindungen zwischen den gleichen Bauweisen, die weltweit verwendet wurden, herzustellen. In meiner neuen Fernsehserie wird es eine unglaubliche Serie sein. Die Leute müssen sie sehen. Die Geschichte der Anunnaki kommt, die darin vorkommt. Petra in Jordanien, das war, wenn ich mich nicht irre, in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zu sehen, richtig? Genau als sie hineingehen, um den Heiligen Gral zu suchen. Das ist Petra. Also für alle Zuhörer, das ist Petra. Das ist auch aus einem Berg herausgehauen, nicht wahr? Ja, genau. Aus einem Berg herausgemeißelt. Wiederum, man darf beim ersten Schnitt nicht um 1 Millimeter abweichen. Und man muss präzise sein, denn das Wichtigste, wie du sagtest, diese Orte, diese Strukturen haben Räume und Öffnungen. Also muss man wirklich das Material, mit dem man arbeitet, verstehen. Und man muss verstehen, Schwerkraft, Gewicht und Belastungen. Das muss man verstehen, denn sonst besteht Einsturzgefahr. Man benötigt also wirklich fortgeschrittenes Bauwissen und tiefgehende Kenntnisse über das Material, an dem man arbeitet. Wie viel Gewicht und Druck kann ein bestimmter Balken aushalten? Wie wird das Gewicht verteilt? Über die Fläche einer bestimmten Masse sprechen wir. Wenn man eine Öffnung schafft, muss all das berechnet werden, sonst stürzt es ein und dann war die ganze Mühe umsonst. Das ist wirklich verrückt. Aber wohin ist dann der Fels verschwunden? Wo ist der Fels hin? Denn sieh mal, wo ist der Fels hin? Und das ist, wie du sagtest, ein Komplex davon. Angenommen, sie hätten es mit den Techniken gemacht, die wir heute haben, was verrückt wäre. Man bräuchte im Grunde Tausende von Michelangelos, die ständig perfekt herumlaufen und schnitzen. Wo ist der Fels hin? Diese riesige Gesteinsmenge? Sie wurde nicht verschifft. Nirgends im Umkreis von hunderten Meilen existiert sie. In diesen Gebieten hätten die Felsen sein müssen. Sie wurden nicht zu Staub zermahlen. Und wenn doch, dann ist das. Also wo sind sie? Die Katze, als ich in den Katakomben in Neapel war, du meinst, weil es unterirdisch ist. Und ich glaube, es war römisch. Sie begannen als römisch und es gab mehrere Generationen von Menschen, die versucht haben, darauf aufzubauen. Und wenn du hineinschaust, ist es wunderschön, aber sehr grob. Ich meine, nichts ist perfekt. Es gibt einfach Löcher, wo Körper lagen. Das Dach ist natürlicher. Es ist nicht perfekt. Es ist sehr grob. Und das ist. Wir sprechen von vor 1000 bis 1200 Jahren extrem primitive Technologie, um diese Dinge zu bauen, die buchstäblich von jemandem einfach reingegangen und haben einfach Zeug herausgemeißelt. Und ich nehme an, dass es vielleicht sogar von Anfang an eine kleine Öffnung gab, als ob dort unten ohnehin eine Höhle war und sie darauf aufgebaut haben. Ja, denn es ist ja kein Fels. Wovon wir also sprechen, ich kann einfach nicht verstehen, wie sie überhaupt damit anfangen konnten. In deinen kühnsten Träumen, wie war es, meinst du? Nun, ich denke, sie haben einen Weg gefunden, Atome so zu komprimieren, dass sie den leeren Raum zwischen den Atomen entfernen können. Stell dir vor, natürlich wissen wir, dass Atome zu 99,99% leerer Raum sind.
um dir eine Vorstellung zu geben, was das bedeutet. Ich könnte alle 8 Milliarden Menschen auf der Erde nehmen und den leeren Raum in ihren Atomen entfernen. Ich könnte jeden in einen Zuckerwürfel passen lassen. So leer ist der Raum zwischen den Atomen. Jetzt stell dir vor, du hättest die Fähigkeit, den leeren Raum in den Atomen dieser Steine und Felsen zu entfernen, sodass du anstatt Milliarden Tonnen Gestein oder Hunderttausende Tonnen Gestein auszuheben, einfach den leeren Raum in ihren Atomen entfernst und sie zu absolut winzigen Staubpartikeln zermalmst, die immer noch schwer sein werden, weil die Masse noch da ist, aber die Größe viel kleiner sein wird. Und dann könntest du fortschrittliche Technologie nutzen, um sie wegzubewegen, oder du lässt sie einfach dort. Wer weiß. Das könnte eine Methode sein, wie sie es gemacht haben. Sie könnten ein super ausgeklügeltes, lasergesteuertes Schneidewerkzeug besitzen, das in ein Programm eingebettet ist, Teil eines Computersystems mit einem vorgefertigten Entwurf oder Schema, einem Bauplan für Schnitzerei und Schneiden. Es agiert wie eine Maschine, die reingeht und all die unglaubliche Arbeit verrichtet. Und dann ist alles andere einfach. Die Ausgrabung kollabiert einfach. Partikel. Schwere Partikel, aber dennoch Partikel. So stelle ich mir vor, könnten sie es möglicherweise gemacht haben. Ich denke, das könnte sogar die Zukunft der Abfallwirtschaft sein. Stell dir vor, anstatt Haufen von Müll zu haben, nutzt du einfach die Fähigkeit, den leeren Raum in den Atomen zu entfernen und du kannst 100.000 Tonnen Müll in ein paar Krümel verwandeln. Es ist fast wie eine 3D-Drucktechnologie, aber nicht drucken, sondern schnitzen. Eine fast 3D-Schnitztechnologie. Genau dort, wo sie es herausarbeiten. Das ist wirklich absolut faszinierend. Aber erzählen Sie mir, was halten Sie eigentlich von dieser Technologie? Oder diese Tempel in Indien? Denn das zeigen Sie, diese Tempel und Stätten in Indien stehen in Verbindung mit den Pyramiden, mit Petra und sogar mit Mesoamerika. Ja, tatsächlich ist eine der bedeutendsten Verbindungen die zwischen den Tempeln in Indien und zahlreichen Orten rund um den Globus. Wenn man das Gitternetz des Erdmagnetfelds betrachtet, also die Karte, die darstellt, wo das Magnetfeld aus der Erde austritt und die Magnetosphäre formt, wird man feststellen, dass an vielen dieser Knotenpunkte die Magnetfelder konvergieren. Aus der Erde. Und wenn man dann eine weitere Karte darüber legt, die zeigt, wo viele der Tempel und Pyramiden liegen, stellt man plötzlich fest, dass ungefähr 90% von ihnen direkt über diesen Magnetfeldern liegen. Sie sind also irgendwie durch diesen Magnetismus miteinander verbunden. Sie wussten, wo diese Magnetfelder sind und sie nutzten die Kraft, die natürliche Kraft der Erde selbst im Bauprozess. Auf irgendeine Weise war es also so wichtig, dass sie das Magnetfeld nutzten, möglicherweise, um einen Weg zu finden, den Spin des Atoms umzukehren, um vielleicht die Schwerkraft einiger Steine zu verringern. Es gibt da etwas, wo diese Magnetfelder zusammen mit ihrer Technologie wirken, zu der wir keinen Zugang haben, die jetzt längst verschwunden ist. Aber ich denke, ihre Technologie arbeitete zusammen mit dem Erdmagnetfeld, denn du hast diese super megalithischen Strukturen direkt darüber. Schau dir nur den Libanon an, Baalbek. Ich meine, du hast super megalithische Steine oben auf anderen mesolithischen Steinen. Und die einzige Möglichkeit dazu ist eine Art Antigravitations- oder Materialisierungstechnik, aber wiederum direkt über einem riesigen Magnetfeld. Die Pyramiden in Indien sind mit den anderen verbunden durch Magnetfelder. Jetzt muss ich Sie das fragen, denn das ist etwas ganz anderes. Ich habe bemerkt, dass in fast jeder Stadt, die ich in Frankreich und Italien besucht habe, ein ägyptischer Obelisk im Stadtzentrum stand. Und ich meine nicht im Vatikan. Es gibt einen in Rom, dort gibt es einen. Es gibt viele in Rom. Ich war in Bologna, dort stand auch einer, dort stand einer. Los geht's und da bin ich in Frankreich einfach so herumgefahren. Warum gibt es ägyptische Obelisken? Überall. Und wir haben sogar einen Obelisk, das ist der große in das Washington Monument, ein riesiger Obelisk in der Hauptstadt. Was bedeuten diese überall stehenden Dinge? Die Obelisken sind Überreste einer alten goldenen Ära, in der viel Weisheit und Wissen von den Steinmetzen weitergegeben wurde. Und sie sind sich dessen sehr bewusst. Und vieles von dem Wissen, das über den Zweck und die Nutzung des Obelisken weitergegeben wurde, all der zusätzliche Bau in jenen alten Städten, wurde über Generationen an Steinmetze weitergegeben und diese Leute wurden schließlich Teil von Regierungen und sie überwachten den Bau neuer Städte und so weiter. Und
Es ist ein Schwur der Anerkennung an die alten Steinmetze und das Wissen und die Weisheit, die sie geteilt, bewahrt und über die Jahre vor der Allgemeinheit zurückgehalten haben. Die eigentlichen Obelisken waren drahtlose Empfänger für drahtlose Elektrizität und sogar Frequenzen für Ton. Und so würde beispielsweise die große Pyramide diese drahtlose Elektrizität erzeugen, die aus der Spitze hinausschießen würde. Die Obelisken, sie bestehen alle aus kristallinem Granit. Sie würden diese umgebende Elektrizität aus der Atmosphäre einfangen. Und wenn man dann etwas hatte, das man Jet nennt, welches man überall in Ägypten und sogar in einigen anderen Kulturen sieht, wie in Afghanistan, kann man den Jet in Stein gemeißelt finden. Und auch in der Türkei würde dieser Jet die umgebende Elektrizität einfangen. Er sieht aus wie eine Tesla-Spule und dann gibt es ein Kabel, das davon ausgeht und mit ihren Geräten zur Goldgalvanisierung verbunden ist. Wir wissen, dass sie Elektrizität hatten und sie nutzten sie mit dem Jet, denn Darstellungen davon findet man überall in Ägypten und die Vergoldungen sind aus der Antike überall in Ägypten zu finden. Also wissen wir, dass sie elektrische Vergoldung verwendeten. Es ist also nicht einmal ein Geheimnis. Natürlich hatten sie Glühbirnen, die in Stein gemeißelt sind, und die Krypta, die sich unterhalb des Tempels von Dendera und an einigen anderen Orten befindet. Aber all diese Darstellungen sind mit einem Jet verbunden. Der Jet würde drahtlos Elektrizität von diesen Obelisken empfangen. Also waren diese Obelisken Säulen der Macht. Und so haben sie dieses als Archetyp und Metapher übernommen und an ihrem Ort platziert, um zu sagen, hey, wir haben Macht. Denn das haben sie in der Antike gemacht. Sie stellen ihre Macht zur Schau. Wenn man sich Teotihuacan in Mexiko ansieht, den Pyramidenkomplex dort, der identisch dem Gizeh-Plateau in Afrika und Ägypten nachempfunden ist, stellt man fest, dass, wenn man einen Plan des Innenhofs von Rom über Teotihuacan legt, es eine perfekte Übereinstimmung gibt. Der Innenhof passt genau zum Innenhof von Teotihuacan, bis man fast zur Pyramide des Mondes kommt. Die Sonnenpyramide liegt dahinter. Und dann befindet sich der Obelisk direkt im Zentrum, also sogar der Vatikan hat sogar den Hof von Teotihuacan, der weit weg in Mexiko liegt, nachgeahmt und einen Obelisken exakt in die Mitte gesetzt. Sie wissen genau, was sie tun, leisten einen Eid und zollen dem alten Erbe und dem alten Wissen der Maurer Tribut, indem sie diese Obelisken als ein mächtiges Symbol präsentieren. Interessant, sehr interessant. Und noch etwas Interessantes ist, dass bei weiteren Recherchen über die große Pyramide nie Hieroglyphen in der großen Pyramide gefunden wurden, sodass die ganze Grabtheorie eine lächerliche Idee ist, die von ein paar weißen Männern aus dem 19. Jahrhundert stammt, die das behauptet haben. Obwohl nie Tote oder Hieroglyphen in den Pyramiden gefunden wurden, finde ich das merkwürdig. Hätte ich eine Pyramide errichtet, hätte ich sie wie die Ägypter mit Hieroglyphen versehen. Sie liebten es, darüber zu sprechen und ihre Zeichen zu hinterlassen. Doch in den Pyramiden Fehlanzeige. Interessant, nicht wahr? Was mich kürzlich beschäftigte, wie beleuchteten sie das Innere der Pyramiden beim Bau? Es gibt keine Spuren von Feuer oder Ruß. In anderen Tempeln findet man Rußablagerungen, die zeigen, dass Feuer zur Beleuchtung genutzt wurde. Aber in der großen Pyramide gibt es solche Spuren nicht, oder? Nichts dergleichen. Tatsächlich stammen der Ruß und die Ablagerungen, die man in anderen Tempeln sieht, von koptischen Christen, lange nach denen, die sich vor den Römern versteckten. Sie versteckten sich vor den Römern. Wenn man weiter zurückgeht, denn es gab ein Restaurierungsprojekt, um viel von diesem Ruß zu entfernen. Wenn sie ihn abtragen, entdeckt man, dass in der Antike, als diese Bauten ursprünglich errichtet wurden, nicht einmal Ruß vorhanden war. Sie haben also tatsächlich in all diesen antiken Tempeln Glühbirnen verwendet. Und natürlich gibt es in der großen Pyramide keinerlei Beweise für Ruß. Wir wissen also, dass sie die Kraft der Elektrizität genutzt haben müssen. Die große Pyramide selbst ist auf einer Basis aus magnetisiertem Kristallgranit erbaut. Früher, in der Antike, als der Nil näher am Pyramidenkomplex vorbeifloss, wurde dieses Wasser in Aquifere direkt unter der großen Pyramide geleitet. Wenn man fließendes Wasser unter magnetisiertem Kristallgranit hat, erzeugt man etwas, das man piezoelektrischen Strom nennt. Die Ionen würden dann durch den Granit nach oben gedrückt, hinauf in die Kammer. Ein Teil des Wassers wurde in die Königinnenkammer gepresst, die als Elektrolysegerät diente, um Wasserstoffatome zu extrahieren. Die übrigen Ionen gelangten durch die große Galerie nach oben, wo Resonanzstäbe platziert waren. Die Schlitze für diese Stäbe sind noch vorhanden, um sie in die Königskammer zu führen. Diese Kammer besteht aus magnetisiertem Kristallgranit, einer riesigen Blockwand mit einem 2:1-Verhältnis im Inneren. In diesem Raum steht eine Steinbox,
die als Sarkophag bekannt ist. Ich passe nicht einmal in diese Box. Okay, ich muss meine Knie beugen. Also ist es kein Sarkophag, sondern diese Kiste hat exakt die gleichen Maße wie die Bundeslade. Das war es, was in dieser Kiste stand. Und das würde die Energie noch eine Stufe höher treiben und durch die Spitze senden. Brett aus oben auf diesem Stein, der eine Kristallgranitplatte war. Und es würde durch die Spitze, die aus Gold war, nach oben steigen. Und das würde drahtlose Elektrizität in die Atmosphäre senden, um dann vom Obelisken eingefangen zu werden. Und der andere Teil, die Königinnenkammer, würde die Wasserstoffatome aus dem Wasser extrahieren und dann die Wasserstoffstrahlen durch die Schächte schießen, die auf Sternensysteme ausgerichtet waren. Aldebaran, Sirius, Orion und so weiter, je nach Ausrichtung. Warum Wasserstoff? Wie versuchen wir heute mit Außerirdischen zu kommunizieren? Wir übertragen Informationen auf der Wasserstofffrequenz aufgesattelt. Warum machen wir das? Weil Wasserstoff das häufigste Element im Universum ist. Und so glauben wir, dass wir mit Außerirdischen kommunizieren können. Nun, das haben sie in der fernen Vergangenheit bereits getan. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie bei bestimmten Ausrichtungen dieser Schächte Informationen und Updates über die abgespaltene Zivilisation hier auf der Erde direkt durch die Pyramidenschächte gesendet haben. Also die große Pyramide war ein multifunktionaler Steincomputer und Energiegenerator. In der heutigen Welt. Wenn heute alle gingen und ein Stamm einen Handymast fände, wäre das höchste in 320 Kilometer Umkreis. Sie würden sich fragen, wofür war das? Wofür benutzten diese Leute das? Was, wenn wir es ihnen erzählten? Oh, wir sendeten Signale, telefonierten und da war dieses Ding, das Internet. Was ist das Internet? Es klingt verrückt für jemanden. Also was du sagst, könnte verrückt klingen, aber versuch trotzdem den Handymast zu erklären. Oder an ein Stromnetz. Für einen Buschmann, der all diese Dinge noch nie zuvor erlebt hat. Es ist nicht weit hergeholt. Schau, das sind alles Hypothesen. Du kannst nicht genau wissen, ob das passiert ist, weil du nicht dabei warst. Aber das ist es, was wir versuchen. Wir versuchen, die Dinge zu verstehen. Jeder versucht, die Dinge zu verstehen. Was passiert ist damals. Es gibt noch etwas, das ich auf meinen Reisen entdeckt habe. Kennst du das Labyrinth in Ägypten? Es soll ein riesiges unterirdisches Labyrinth in Ägypten geben. Es wird erzählt und es gibt Gespräche darüber. Es gibt auch historische Berichte darüber, dass Menschen darunter verschwunden sind. Angeblich soll es ein riesiges unterirdisches Ding. Sie fanden tatsächlich Überreste, ich weiß nicht genau wo, in Ägypten und begannen mehr zu entdecken. Es war enorm. Kennst du dich damit aus? Ich schrieb darüber in meinem Buch Gefährte der Smaragdtafeln. Dieses immense, unterirdische Labyrinth existiert genau wie Tod, der atlantische Weise es beschrieb. Es startet unter der großen Pyramide und erstreckt sich kilometerweit unter dem Gizeh-Plateau. Die Tunnel verlaufen über große Distanzen und manche führen von Gizeh bis zur Zikkurat von Ur im Irak. Man kann tatsächlich unterirdisch von Gizeh bis in den Irak gelangen. Okay. Dieses gewaltige Labyrinth erfordert für das Errichten und die Orientierung darin eine sehr genaue Vorstellung. Aus der Vogelperspektive zum Erstellen von Karten und Verstehen von Winkeln und natürlich wieder einmal das Material kennen, um einen Einsturz zu verhindern. Aber er nennt es den Anfangsteil dieses Labyrinths, genannt die Hallen eines Mentors. Nur eine von vielen Hallen eines Mentors, die tatsächlich existieren. Und sie entdeckten diese Hallen, die dieses Labyrinth verbinden, vor Jahren, von denen sie eine skizzierte Abbildung haben, und ich habe sie in meinem Buch Kompendium der Smaragdtafeln. Dies existiert seit Äonen, dieses unterirdische Labyrinth, aus Gängen und Tunneln, die führen, kilometerweit erstreckt es sich, wirklich unglaublich, unter dem Sand der... Glaubst du, sie wurden erbaut? Das jüngere Dryas-Ereignis. War es der Zusammenbruch oder Untergang von Atlantis? Die Erbauer dachten, das dürfen wir nicht wieder zulassen. Also errichten wir eine Stadt unter der Erde. Wenn oben etwas geschieht, bleibt uns unten eine Überlebenschance. Glaubst du, dass es so war? Ohne Zweifel. Ich glaube fest daran, dass es nach dem jüngeren Dryas gebaut wurde. Sie könnten sogar vom jüngeren Dryas gewusst haben oder sie hatten Vorwissen über diesen Einschlag, diesen Asteroideneinschlag, der kommen und treffen würde. Und erschaffen. Eine drohende Katastrophe, die ein Massenaussterben auslösen könnte, führte möglicherweise zum Bau unterirdischer Anlagen.
Zur gleichen Zeit entstand in der Türkei Derinkuyu, eine Stadt unter der Erde für 30.000 Menschen, ausgestattet mit 14.000 Belüftungsschächten. Texas. In der gesamten Türkei bis hinunter in den Nahen Osten gibt es Gebiete, in denen Menschen diese unterirdischen Schutzräume errichtet haben, die Tausende von Menschen aufnehmen können, mit Belüftungsschächten überall. Unter Gizeh gibt es ein Labyrinth, das sich über Kilometer erstreckt, wo man buchstäblich von einem Ort zum anderen reisen kann, ohne jemals über die Erdoberfläche zu kommen. Und dann gibt es in Amerika die Erzählungen der indigenen Stämme über Menschen, die sie in diese unterirdischen Höhlen führten, um sich zu verstecken. Etwas. Sie haben nie genau gesagt, was es war, aber um sich vor etwas zu verbergen, und es hat ihnen das Leben gerettet. Es muss also Teil dieser Katastrophe gewesen sein. Aber plötzlich, überall auf der Welt, zur gleichen Zeit, auf mehreren Kontinenten, sieht man, dass Menschen unter die Erde gingen, fast ein fremdes Wissen über dieses globale, katastrophalen bevorstehenden Ereignis. Welche Materialien verwenden Sie? In diesem Untergrund, Komplex in Ägypten, welche Materialien haben Sie dort gemeißelt? Es ist der Stein, der schon unten vorhanden ist. Egal ob Sandstein oder ein anderes Material, sie hatten das Know-how. Sie wussten, wie man es bearbeitet. Interessant ist, wenn man Orte wie das Serapeum betrachtet, das ich Enkis Hallen nenne. Genau das Unterirdische in Saqqara. Die perfekt gemeißelten Bögen und Nischen dort ähneln fast denen von Kailash. Ihre Methode, wie sie den Stein so schnitten, dass er beim Bearbeiten quasi vitrifiziert wurde, zeugt von tiefem Verständnis. Also während Sie diesen Tunnel graben, unterirdisch, vitrifizieren Sie ihn gleichzeitig mit hohen Hitzegraden, was die Menge an zu entfernendem Material und Gestein reduziert, denn du brennst und schmilzt es quasi, während du dich gleichzeitig durchbohrst. Und das ergibt diese perfekten Schnitte, die im Serapeum in Saqqara sichtbar sind. Also, ich denke, Sie haben genau dieselbe Technik verwendet. Sie sehen aus wie riesige Hallen. Und wenn man sich die Zeichnung ansieht, die von der einen gemacht wurde, die unter Gizeh entdeckt wurde, riesige Hallen mit perfekt gewölbten Decken unterirdisch aus dem bereits vorhandenen Gestein. Viele Menschen reden über die Vorstellung, mit diesen enormen Gewichten, 20 Tonnen, 40 Tonnen, 60 Tonnen, umzugehen. Blöcke mit Pferden oder Menschen und Werkzeugen zu bewegen, ist lächerlich. Es ist wirklich absurd, aber diskutierbar. Bei Obelisken, die 100 bis 2050 Tonnen wiegen, versagt Holz jedoch einfach. An diesem Punkt bewegen sich Dinge nicht mehr. Holz und Flaschenzüge versagen. Es ist einfach nicht mehr realisierbar. Ich habe auch studiert, in etwa so wie diese von Obelisken, die nie aus dem Boden kamen, und großen Brocken anderer Dinge, die es nicht schafften. Doch die Bohr- und Werkzeugspuren sind so präzise, dass sie wirken, als kämen sie aus unserer Zeit in manchen Bereichen. Ich weiß nicht einmal, ob wir so etwas hatten. Man konnte sogar sehen, wo Granit oder Fels wird geschnitten, dann kommt ein Ups. Sie ziehen es heraus und sagen, oh, Entschuldigung, falsche Stelle geschnitten. Was denkst du darüber? Sie hatten damals schon hochmoderne Werkzeuge, die in der Lage waren, massiven Granit zu schneiden. Und sie verfügten auch über eine Art Laserätzwerkzeug, um all die Hieroglyphen einzuritzen, denn jede einzelne ist extrem exquisit und perfekt. Es gibt kein Oh je, versehentlich sind sie perfekt. Und dann wollen sie dir weismachen, dass sie dieses 10 Tonnen schwere Ding auf ein Boot geladen und den Fluss hinunter transportiert haben. Nein, das ist nicht passiert. Es ist einfach nicht passiert. Sie haben irgendeine Form von Levitation oder Antigravitation oder etwas Ähnliches genutzt, um das Gewicht des Objekts zu verringern. Und das Interessante ist, jedes Mal, wenn ich diese Orte besuche, nehme ich einen altmodischen Kompass mit. Und wenn man sich bestimmten Bereichen des Steins nähert, beginnt die Nadel plötzlich sich zu bewegen. Du fragst dich also, warum sich die Nadel bewegt? Warum sollte sie nicht? Meine Richtung bleibt gleich, doch nähert man sich diesem Stein, beginnt die Nadel zu zucken. Offenbar wurde etwas mit den Atomen im Stein getan, um die Polarität zu ändern. Deshalb mussten sie eine Technologie haben, vielleicht Frequency oder Magnet Technology, um die atomare Struktur zu modifizieren. Vielleicht als Hypothese, um den Stein leichter und beweglicher zu machen, nicht völlig schwerelos, aber so, dass man ihn bewegen konnte, ohne dass er zerfiel.
Ich habe dich in anderen Gesprächen über die heilenden Eigenschaften der Tempel Ägyptens sprechen hören. Kannst du ein wenig darüber erzählen? Oh ja, hör zu. Wir suchen einen bestimmten Tempel, den ich 2014 sah, dessen Namen wir aber nicht herausfinden konnten. Es gibt viele, die man besuchen kann. Wenn du durch spezielle Gänge gehst, sind es enge Passagen mit riesigen megalithischen Kristallgranitblöcken zu beiden Seiten. Und du berührst mit beiden Händen die Wände, während du diese Gänge entlang gehst. Und hinter dir würden sich die Menschen aufreihen, um genau dasselbe zu machen. Dein Körper würde dann durch Elektromagnetismus behandelt werden, der von diesen riesigen, megalithischen Platten aus magnetisiertem Kristallgranit ausgeht. Und genau an einem solchen Ort, so viele Menschen sind diesen Gang entlang gegangen, ihre Hände und Fingerspitzen an den Wänden, dass man die Rillen von Fingern im festen Granit sehen kann. So viele Tausende, über Tausende von Jahren sind diese Gänge entlang gelaufen. Also, ich freue mich darauf, den genauen Ort zu finden, wo der beeindruckendste war, wenn ich im Oktober hingehe, und es zu dokumentieren, zu filmen und all dieses Wissen und Informationen zu den Menschen zurückzubringen, wenn ich Ende Oktober zurückkomme. Das ist fantastisch. Vielen Dank, dass du diese Arbeit leistest, mein Freund. Danke sehr. Es ist bemerkenswert. Du sprachst eben von der Perfektion dieser Schnitzereien, besonders bei den Statuen. Im Vatikanmuseum habe ich einige ziemlich große ägyptische Statuen gesehen, wie zum Beispiel mit dem Gesicht des Pharaos, und sie sind aus Stein gemeißelt. Es war ein schwarzer Stein, der sogar härter als Granit sein soll. Also auf der Härteskala so bei 9, Diamanten sind 10. Es ist so, bei einer neuen. Wahrscheinlich Diorit Andesit. Ja, so ähnlich, es war der schwarze Stein. Und die Gesichter dieser Figuren sind so perfekt ausbalanciert. Sie sehen aus, als wären sie buchstäblich identisch. Von links nach rechts könnte man sie austauschen. Es wirkt wie ein vollkommener Spiegel. Das ist manuell einfach unmöglich. Selbst Michelangelo könnte das nicht schaffen. Zu komplex. Die Präzision ist beeindruckend, fast mathematisch. Es geht um Maße von Zentimetern, teilweise sogar darunter. Es wirkt, als ob es bei Halbierung ein exaktes Spiegelbild seiner selbst wäre. Wie kann man sich vorstellen, dass dies von Hand gemacht ist? Betrachtet man das Werk, bleibt man sprachlos. Die Art, wie das Kleid oder was sie trugen, die Röcke oder die Dinge, die sie trugen. So viele Einzelheiten. Wie nur könnte es sein? Und einmal mehr ist es so exquisit. Mach weiter. Ich wollte gerade sagen, man kann eigentlich nur spekulieren auf einige Weisen. Es könnte ein lasergesteuertes Gerät sein, das ein Programm enthält, um ein bestimmtes Gesicht zu gravieren. Wenn es kein Laser ist, vielleicht eine ähnliche Technologie. Oder es könnte eine spezielle Methode sein, um Gestein zu schmelzen und flüssig zu machen, ohne die Basis oder chemische Zusammensetzung zu verändern, dann in eine Form gießen, aushärten lassen, aus der Form nehmen und fertig ist das Werk. Es gibt also verschiedene mögliche Techniken. Wir könnten Hypothesen aufstellen, aber sicher ist, dass es definitiv nicht so gemacht wurde. Weißt du, wenn man all diese Meisterwerke von Michelangelo und Da Vinci sieht, fängt man an, die Arbeit, das Handwerk all dieser Renaissance-Bildhauer zu erkennen. Es ist atemberaubende Arbeit, Mann. Ich meine, es ist bemerkenswerte Arbeit, aber sie sind nicht perfekt. Sie sollen auch nicht perfekt sein. Richtig, es soll nicht eine dieser beinahe computerhaften Skulpturen werden. Es geht um eine naturalistischere Form der Bildhauerkunst. Auch unsere Gesichter sind nicht perfekt symmetrisch. Das linke Auge ist nicht genau, wo dein rechtes ist. Das ist bei den meisten so. Also ist es nicht perfekt. Die Natur ist nicht so. Also, um zu zeigen, dass darin das Bemerkenswerte liegt. Eine letzte Frage, denn ich weiß, du musst los. Und ich habe tausende von Fragen und wir beide könnten stundenlang reden, Bruder. Ich habe irgendwo gehört, dass, sag mir, ist Shakespeare verbunden mit, ist Shakespeare durch sein Werk mit den Pyramiden von Gizeh verbunden? Weißt du etwas darüber? Ich habe davon gehört, aber nie tiefgehend damit befasst. Es ist wirklich interessant. Noch ein Thema für tiefergehende Forschung. Ich habe die Informationen nicht gründlich genug analysiert, um genau zu verstehen, was diese Verbindung bedeutet.
Es wäre allerdings sehr interessant, das herauszufinden, denn offensichtlich, er kam zustande, Tausende von Jahren danach, die Pyramiden und so weiter, also muss ich das wirklich genauer untersuchen. Wie steht es um Da Vincis Kunst? Besteht ein Zusammenhang? Gibt es eine Verbindung zur Weisheit des alten Ägyptens? Denn offensichtlich hat Da Vinci kodiert. Oh, er hat alles verschlüsselt. Der Kerl war ein Genie, vielleicht sogar ein Außerirdischer. Er war auf einem anderen Level. Eine ganz andere Liga. Er war seiner Zeit weit voraus. Vielleicht kam er aus der Zukunft, ich weiß es nicht. Aber wenn man sich den vitruvianischen Menschen und einige seiner Zeichnungen und Skizzen ansieht, er skizziert den perfekten vitruvianischen Menschen, zum Beispiel, wenn du den Kreis um das Quadrat ziehst und darin das Muster der Blume des Lebens erschaffst. Du erhältst die Maße der großen Pyramide von Gizeh. Aber nicht nur das, du beginnst auch, die Maße und Winkel der meisten Pyramiden auf dem gesamten Planeten zu erkennen. Und dort, wo sich die Linien für den Vesica-Piscis kreuzen, weißt du dann, wenn du es auf eine globale Größe hochskalierst, dieses eine Bild. Plötzlich beginnst du Tempel und Pyramiden zu finden, sogar über die Ozeane hinweg, wo einige Dinge, Städte versunken sind und so weiter. Du findest Überreste von Zivilisationen auf diesem Raster. Es ist verrückt, dass man das direkt aus dem vitruvianischen Menschen lesen kann. Es raubt einem nicht den Verstand, diese Verbindung zu sehen. Ich denke nicht, dass es Zufall ist. Und dann sollten wir erst gar nicht die Gemälde des letzten Abendmahls erwähnen. Sie betrachten das letzte Abendmahl, Kunstperfektion und die Winkel. Es ist wie auf einem völlig anderen Niveau. Ich konnte die Mona Lisa für 5 Sekunden sehen, bevor der Andrang dort wahnsinnig wurde. Übrigens, der Louvre, das schlechteste Museum der Welt. Ich kann es nicht ausstehen. Man sieht ja nichts. Es ist wahnsinnig. Einfach schrecklich. Aber die Mona Lisa habe ich gesehen. Oder? Keineswegs. Siehst du aber die Mona Lisa, denkst du, okay, jetzt verstehe ich den Rummel. Da ist etwas, ich weiß nicht, was es ist. Aber die Perfektion ist zweifellos ein ziemlich bemerkenswertes Stück. Ja, das ist es wirklich. Also Billy, erzähl. Wo können sich Interessierte über dich und deine Arbeit informieren? Besucht forbiddenknowledge.com mit der Zahl 4, wenn ihr mich das tun seht. Kein Gangzeichen, es steht für 4 verbotene Wissensbereiche, okay? Manche sagen Westside. 4. Verbotenes Wissen. Also natürlich forbiddenknowledge.com. Holt euch die Forbidden Knowledge TV App in eurem App Store, egal welchem, Samsung TV, Apple TV, Roku iOS, Google Play, Amazon Fire TV, die Forbidden Knowledge TV App in eurem App Store. Also eine 5-Sterne-App auf jeder Plattform. Wir schätzen euch sehr und danken euch. Nutzt die 7-tägige Testphase, um die Forbidden Conscious Awards aus Miami, Florida zu sehen. Hast du eine letzte Botschaft für das Publikum, Billy? Ich würde einfach... Bleibt dran, forscht weiter, grabt tiefer und stellt Fragen. Glaubt nicht einfach alles, was ihr hört, auch nicht, was ich sage. Geht los und recherchiert selbst. Schreibt euch Stichwörter aus meinen Aussagen und Kommentaren auf und fangt an zu graben, zu suchen und zu forschen. Werdet eure eigene Forscher und lernt, eure Fragen selbst zu beantworten. Billy, ich schätze dich und die Arbeit, die du in der Welt leistest. Wir werden bald eine weitere Sitzung haben, Mann, denn ich rede wirklich gerne mit dir, Bruder. Alles klar, Anni, alles klar, bin dankbar. Danke, mein Freund. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.